Moin zu einer neuen Runde State of Survival. Heute geht es um das Abbauchaos oder auch genannt Mining Mayhem. Zu Beginn einmal kurz unsere Strategie. Wir fokussieren uns ganz am Anfang klar auf R1 und R2 Gebäude, danach gehen wir auf die beiden R3 Gebäude. Erster Tag. Zweiter Tag fokussieren wir uns hauptsächlich auf die R2 Gebäude der Gegner. Denn wir versuchen natürlich an Tag 1 direkt die beiden R3 Gebäude zu. Springen wir direkt in unseren letzten Tag rein. Es geht wirklich darum, dass wir wirklich das ganze Ding nach Hause bringen. Aktuell Erster in der Gruppe, aber wir wollen natürlich sicherstellen, dass wir das auch sind. Da haben wir schlecht bisher gesammelt, deshalb haben wir im Energieturm keine weiteren zusätzlichen Buffs bisher. Und wie ihr seht, wir sind schon mittendrin, aber wir waren auch extrem erfolgreich. Wir haben die beiden R2s von den Gegnern neben uns klauen können und versuchen gerade auch 2 weitere R3-Gebäude zu gewinnen. Und das funktioniert bisher sehr gut. Wir sind 20 Minuten vor dem Ende, deshalb seht ihr uns unter anderem eben bei einem erfolgreichen R3-Gebäude, bei 2 erfolgreichen R2-Gebäuden von Gegnern und natürlich momentan auch beim R4. Beim R4 werdet ihr auch gleich sehen, liegen wir zeitlich super weit hinten, aber wir klauen ihnen gerade ihr R3-Gebäude. Das R2-Gebäude hat sie gar nicht mehr interessiert, ist auch nicht schlimm, denn sie hatten am Vortag das R3 und R4-Gebäude. Und da gucken wir uns gerade nochmal das andere R3-Gebäude an, da kämpfen sie auch gegen die andere Allianz. Und ja, wie das so ist bei Mining Mayhem, der Hauptteil der Arbeit besteht aus Vorbereitung der Strategie, Hoffnung, dass man stark genug ist, dass man genug Aktive hat und natürlich auch das, was man am meisten bei Mining Mayhem im Endeffekt macht, das Gebäude zu verstärken. Und das machen wir wie die Bekloppten. Ich habe an manchen Stellen das Ganze ein bisschen beschleunigt, dass es da nicht, dass da irgendwie ihr was an den Augen habt, sondern eher darauf bezogen, dass man jetzt nicht sehen möchte, wie man 6-mal das Gebäude dann verstärkt, beziehungsweise 5-mal. Wir haben immer noch bei der Energieturm keinen weiteren Buff, das ist immer schlecht. Wir versuchen immer mindestens pro Spieler einen Marsch irgendwie zum Sammeln zu schicken, damit wir eben im Energieturm zusätzliche Buffs für das einzelne Gasfeld auch bekommen und damit eben immer weiter im Idealfall das Gebäude verteidigen können und natürlich auch das Ganze verkürzen können. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist echt essentiell, die zusätzlichen Buffs. Das ist einmal Truppenmoralbonus, das bedeutet, ihr bekommt einen zusätzlichen Vorteil, wenn der Gegner es nicht aktiviert hat und auch keine weiteren Gebäude dazu hat. Als auch die Raid-Erweiterung um 100.000 Truppen. Hört sich erstmal wenig an, aber ist natürlich ziemlich viel, besonders bei engen Kämpfen und wenn natürlich manchmal, den Fall hatten wir auch, nur 60.000 Truppen übrig bleiben, dann wisst ihr ganz genau, die 100.000 haben euch wirklich den Allerwertesten gerettet. Naja, wie ihr hier seht, wir verlieren das Gebäude, wir gewinnen es wieder zurück. Wie die Bekloppten einfach immer weiter drauf. Aber ihr werdet auch gleich sehen, dass wir anfangen mit Doppelrallyes zu arbeiten. Das Ganze funktioniert deshalb so gut dort, selbst wenn sie nicht perfekt getimed sind. Besonders ich schlage den Gegner, ich nehme auch immer das Flugzeug, denn das Flugzeug hat Rallye-Vorteile. Deshalb immer das Flugzeug für Rallyes, Helikopter für Solo. Aber warum wir Doppelrallyes machen ist, viele von euch werden wahrscheinlich dieses Thema kennen, wie kann ein Gegenspieler in dem Abbauchaos 1,5 Millionen Raid-Kapazität haben, 2 Millionen Raid-Kapazität. Das funktioniert über Doppelrallies oder multiple Rallies, aber in den Rallies am besten einzelne Joiner. Das heißt, es darf nicht in den beiden Rallies der gleiche Spieler sein. Und im Idealfall habt ihr so viele Spieler, dass ihr auch noch die Behemoths aufteilen könnt. Das macht es brutal stark. Naja, wir gewinnen das. Ihr seht das an der Zeit. Der Gegner hat nicht mehr genug Zeit, um den Abstand, den wir hier sehen, aufzuholen. Das ist der große Vorteil. Wir haben es jetzt gerade das R3 von den Gegnern gewonnen, denn die Restzeit für das Spiel, für das Match da, ist zu gering, als dass er das Gap aufholen könnte. Deshalb, ja, mein Glück, wir gehen in die Finale. Ich zeige euch das Finale in einem weiteren Video, auch meine Meinung dazu, und ich habe den ersten Platz geholt. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen guten Tipp für Mining Mayhem am Beispiel dieses Gameplays geben.